Herzlich willkommen im PLR Forum. Ich bin Tobias und möchte gerne heute über das Marktplatzmodul sprechen, das ich neu im PLR Forum installiert habe. Und zwar, vorweg sage ich, die ursprüngliche Idee war, im Blog sozusagen die Gelegenheit anzubieten für User, dass dort Angebote positioniert werden können. Davon bin ich wieder abgerückt, weil ich jetzt das Marktplatzmodul installiert habe und das Marktplatzmodul die Plattform bietet für Gesuche oder auch für Angebote, insbesondere PLR oder MMR oder Endnutzerlizenzsoftware. Das, was man halt so gebrauchen kann, das ist am Marktplatz an der richtigen Stelle. Aber dazu möchte ich ein paar Sachen sagen und auch hier im Video kurz zeigen, damit man das Werkzeug ganz gescheit einsetzen kann. Wie wir ja so schon sehen, im Prinzip, ich bin jetzt hier oben angemeldet und hier oben, wenn man sich anmeldet, sieht man schon sozusagen den ersten Hinweis. Hier sieht man so eine 1, ähm, dass da sozusagen irgendwie was ist. Hier unten sieht man nochmal einen Hinweis zum Thema Marktplatz, dass da auch irgendwas ist. Und hier sieht man auch schon, dass sozusagen ich einen Testartikel eingestellt habe, damit man einfach sozusagen gleich sieht, aha, wenn man sich eingeloggt hat, hier gibt es was Neues im Marktplatzmodul. Anderer Hinweis auch nochmal, also davon jetzt reichlich, ist dann hier nochmal das sozusagen in der Recent-Box, dass dann hier auch nochmal eine Information hinterlegt ist. Wobei ich wahrscheinlich diesen Bereich hier wieder rausnehmen werde, weil ich denke, das reicht hier. Okay, man klickt einfach mal rein und dann sieht man, ist man sozusagen auch schon gleich im Thema. Ich fange aber gleich erstmal von vorne an. Und zwar, das ist sozusagen erstmal die Übersicht, wann man hier reinkommt. Man hat hier die ganzen Kategorien. Ich habe mich darauf beschränkt, nur die Oberbegriffe zu nehmen und dass derjenige, der dann MMR oder PLR oder was auch immer hier verkaufen möchte, das müsste er dann halt entsprechend benennen. Dann kann man hier noch einen Filter setzen und zwar nach Gesuche oder nur Angebote. Hier sehen wir hier eine Karte, das ist dann halt doch ganz praktisch, wenn man mal gucken will, ob es vielleicht nicht irgendjemand in der Nähe gibt. In meinem Fall, hier ist jetzt Kassel, habe ich eingetragen und ja, wenn andere sozusagen ihre Angebote hier noch reinstellen, dann kann man halt sehen, ist vielleicht jemand in meiner Nachbarschaft dabei, der was verkauft. Klicke ich wieder zurück. Ja, und hier unten, das sind die beliebtesten Tags. Das sind die sogenannten Schlagworte, wo Suchmaschinen gerne nachsuchen. Und wenn man hier beispielsweise draufklickt, kriegt man alles zum Thema E-Books angezeigt. Also sei es zum Thema Download, Blogartikel oder jetzt aber nochmal E-Book, genau das gleiche, oder 20 Sekunden, das ist dann halt nur ein Beitrag. Okay, aber zurück zum Marktplatz. Wie stelle ich sowas ein? Im Grunde nach eigentlich ganz einfach. Man geht auf Marktplatz und man sagt einfach Eintrag erstellen. Moderation, das seht ihr nicht, das habe nur ich. Gehe also auf Eintrag erstellen, gebe hier einen Titel ein, gebe hier meine Schlagworte ein, sage, was ich will, ich suche oder ich biete. Ich suche dann hier meine Kategorie aus, sage, wo ich lebe, welche Postleitzahl und welchen Preis ich haben will. Hier gebe ich dann meinen Text ein und hier unten unter Dateianhänge zufügen habe ich die Möglichkeit, noch ein Bild hochzuladen, aber Achtung, bitte nur 80 Kilobyte groß. Und dann sage ich hier hochladen und hier unten sage ich absenden. Hier kann ich noch entscheiden, ob ich Kommentare haben möchte oder keine. Jetzt gehen wir nochmal zurück in meinen Testbeitrag sozusagen, damit man sich das nochmal angucken kann. Also hier oben einfach den Titel, die Schlagworte, also in dem Fall MMR, E-Book, E-Books, Marketing, danach kann man sozusagen die Chance erhöhen, dass man schneller gefunden wird. Dann wähle ich hier nochmal die Kategorie aus, sage, wo ich lebe, die Postleitzahl und den Preis, bitte mit Eurozeichen am Ende. Oder US-Dollar, je nachdem, was ihr gerne haben wollt. Hier gebe ich dann die Beschreibung rein.
Auch ganz simpel. Unten, hier habe ich schon als Beispiel ein Bild hochgeladen. Wenn man zum Beispiel, ich mache das jetzt mal, dieses Symbol nimmt, ja, perfekt, einmal einen Doppelklick macht, nur einmal reicht, dann kann man gleich sehen, was passiert. Dann hat man das Buch sozusagen hier oben mit drin. Sieht aber ein bisschen beknackt aus, weil es natürlich irgendwie so dahin gefriemelt ist. Kann man vielleicht so nochmal machen. Sieht aber auch hingefriemelt aus. Also, was ich immer mache, ich lasse es letztendlich hier unten in den Datei anhängen und ich sage jetzt nicht irgendwie das Bild noch da reinschieben. Ich gehe wieder auf Absenden. So, das ist jetzt im Prinzip die Übersicht. Was ihr hier seht, das ist nur meins. Und dann habe ich die Möglichkeit sozusagen mit dem Tobias ihm eine private Nachricht zu schreiben. Dazu ist aber wichtig, dass im Profil die E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Dann habe ich noch die Möglichkeit, einen Code einzubetten. Dazu, den muss ich halt markieren. Kopieren. Ich füge den jetzt einfach mal hier wieder ein. Das ist im Prinzip einfach nur ein Link. Da kann ich auf anderen Oberflächen dafür sorgen, dass sozusagen man meinen Artikel findet. Und hier habe ich noch so einen Einbettungscode. Das geht aber nur hier im Forum. Ich gehe jetzt einfach mal ins Forum rein. Mache jetzt mal einen Testbeitrag, den gleich aber wieder lösche. So, und dann füge ich einfach nur diesen Code ein. Dann ist es aber ganz wichtig, dass man hier, was ist, Darstellung von BB-Codes aktivieren, dass hier ein Haken drin ist. Dann gehe ich auf Absenden. Dauert alles ein bisschen länger. Und dann, ohne dass ich viel schreiben muss, habe ich dann zum Beispiel hier im Forum gleich auch nochmal einen Hinweis, wenn ich nochmal auf irgendwas hinweisen möchte. Wenn mir danach ist. Jo, das war es im Prinzip schon. Erstmal. Und ja, erzählt von dem Marktplatz, erzählt von den Möglichkeiten, würde mich freuen. Und ich denke, das Marktplatzmodul ist hier ganz passend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Bis bald.